Hallo, moin moin. Willkommen in meiner neu eingerichteten Werkstatt. Mein Projekt, das mich in den letzten Wochen etwas beschäftigt hat. Kommt rein und schaut es euch an. Ja, hier ist sie, meine neue Werkbank und mit der French Cleat Werkzeugwand. Gebaut habe ich das Ganze, man glaubt es kaum, aus einem ganz einfachen Schwerlastregal aus dem Baumarkt für 25 €, auf die ich diese Anrichtenplatte gesetzt habe. Das ist eine Küchenplatte, eine 3 Meter lange Küchenplatte in 60 cm Tiefe. Ich habe das Glück gehabt, die ganz günstig zu bekommen für 20 €, weil die hinten halt so ein paar Furniere waren abgeschlagen. Für mich war das egal, weil ich habe die nach hinten gesetzt und nach vorne die Rückseite. Wie gesagt, umbaut habe ich das ganze Schwerlastregal mit Holz, so dass man es gar nicht wiedererkennt. Verschraubt hinten an der Rückwand, also hier kann eine 100-Mannschaft drauf Party tanzen, da passiert gar nichts. Eingebaut habe ich hier selber Schubladen, um Dinge unterzubringen. Hier oben habe ich verschiedene Klebstoffe und so weiter drin. Hier sind Schubladen zum Ausziehen für meine Schrauben. Schrauben kann man bekanntlich nie genug haben. Insofern war es erforderlich, noch einige Schubladen hier einzusetzen. Und hier unten die Besonderheit ist meine Schublade mit den Akkus bzw. den Akkuladegeräten. Die sind alle sauber da untergebracht, die Kabel verlegt. Hinten ist eine Mehrfachsteckdose. Hinter der Werkbank befindet sich eine Doppelsteckdose, an die die ganzen Ladegeräte dann angeschlossen sind. An- und ausschalten kann ich die über diese Fernbedienung, die ich hier gemacht habe. Sodass, wie man jetzt sieht, ich die halt nur anstellen brauche, wenn ich halt die Akkus aufladen will. Und kann die genauso gut auch wieder abschalten. Das gleiche ist sowohl für die Beleuchtung, die ich hier so angebracht habe, als auch da oben den Deckenstrahler. Das lasse ich alles über Steckdosenleisten laufen, die ich über diese Fernbedienung an- und ausschalten kann. Hier habe ich einmal den ganzen Bereich hier so ausgeschaltet, genauso wieder an. Und hier kann ich auch den Deckenstrahler an- und ausmachen. Das war so ein 5-€ aus dem Baumarkt, den ich oben an den Garagentoröffner angeschlossen habe. Man sieht also hier oben, da ist die Fernbedienung dafür und das war der kürzeste Weg, um das Kabel halt zu verlegen. Und warum dann nicht? Angefangen ist das Ganze, ich wollte eigentlich nur mal meine Werkstatt aufräumen. Die Werkbank, die hier so steht, stand vorher an der Wand und ja, hat sich eigentlich dazu entwickelt, dass da alles mögliche drauf abgelegt worden ist und die war gar nicht zu nutzen. So, die sollte da wieder weg, einmal abräumen und irgendwie wollte ich auch meine Werkbank, die ich sonst in dem hinteren Bereich der Garage hatte, also hinter der Wand, wo diese Schränke hängen, wollte ich wieder nach hier vorne holen, um die Wege kürzer zu haben. Es war mir zu kompliziert, immer das ganze Werkzeug hin und her zu schleppen. Ja, ich habe gedacht, das schaffe ich so in 1-2 Tagen. Ein Bekannter aus dem Bosch Forum
mit dem ich da telefoniert hatte, sagte mir dann, du brauchst einen French Cleat. Ich denke, French Cleat, was ist denn das? Gut, schnell gegoogelt, war ich da auch schlau geworden und habe da ein ganz tolles Video von einem anderen Bosch-Forumsmitglied gefunden, von Jörg C., der in seinem Video sagte, man kann das in 1-2 Tagen schaffen. Ich also in den Baumarkt Material gekauft, hatte gedacht, das war am Freitagnachmittag, bis Sonntagabend hast du das fertig. Wie gesagt, das war vor 8 Wochen. Aber das Ergebnis kann sich hier natürlich zeigen lassen. Ja, French Cleat ist eigentlich ein System. Viele kennen das. Man hat die Werkzeugwand, haut da eine Holzplatte dran, ein paar Schrauben rein, hängt einen Hammer auf, malt noch mit dem Edding drum und schreibt daneben Hammer, sodass man die da halt immer hinhängen kann. Das Problem ist halt, das Werkzeug ist immer fest an einer Stelle. Beim French Cleat habe ich ein Schiebesystem. Ich kann alle meine Halter, die man natürlich selber bauen muss und auch so baut für seine Werkzeuge speziell, kann ich jederzeit überall herausnehmen und woanders positionieren, so wie es mir am besten auskommt. So, ich habe aber auch Möglichkeiten, die zu verschieben. Kann ich also immer so hinschieben, hinhängen, so wie ich es haben will. Also es ist eine lebendige Werkzeugwand. Einmal diese Rückwand gebaut, müsste man eigentlich sein Leben lang damit Ruhe haben, weil man dann die Halter, man baut sich die halt so, wie man die braucht und auch die, die man braucht. Kommt Werkzeug dazu, baue ich neue oder mir passt der Halter nicht, ändere ich ihn halt um. Das Ganze, im Prinzip ist die French Cleat Wand, also ist jetzt eine Holzwand. Ich habe einfache 20 mm Spanplatte an die Wand angeschraubt und darüber noch eine 3 mm weiße MDF, weil mir das einfach besser gefällt. Die Leisten werden einfach mit 45 Grad abgeschrägt, angeschraubt und das Gegenstück dazu kommt hier hinten an die Halter dran. So, man sieht es hier, die Abschrägung. Und dann wird das Ganze einfach hier eingehangen und fertig. So sieht es dann aus. Meine French Cleat Wand. Es fehlen natürlich noch einige Halter, allen voran die für meine ganzen Bohrer und Senker, aber das kommt auch. Komme ich nun zu meiner Tischbohrmaschine. Also vorweg, ich kann jedem wirklich nur diese Tischbohrmaschine PBB 40 von Bosch empfehlen. Die ist wirklich super klasse. Ich hatte vorher, ich habe die auch noch, eine andere Säulenbohrmaschine. Hier ist aber wirklich durch, ja, nicht nur das Licht. Ich habe hier den Laser, der genau den Punkt markiert, wo ich bohre. Ich kann die Drehgeschwindigkeit einstellen, ich kann Tiefenvorgaben machen. Also das Ding. Ich hätte es mir viel eher kaufen sollen, aber besser spät als nie. Aber zurück zu meiner Besonderheit der Tischbohrmaschine. Normalerweise verankert man die oder setzt die fest hier so mit den Schrauben an die Werkbank. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte flexibel bleiben
Und ich wollte sie auch in sich etwas höher haben, weswegen ich zu Anfang dieses Podest gebaut habe. Und habe dann hier so 2 C-Profile eingefräst. Die sind jeweils 1 Meter lang. So, wenn ich nun diese Schrauben hier löse, dann kann ich, wenn mir das vom Platz zur Wand zu eng wird oder in die andere Richtung, kann ich die problemlos hier auf den Schienen hin und her schieben, so wie ich sie halt stehen haben will. Ich hätte rein theoretisch auch die C-Profile über die ganze Tischplatte machen können, habe ich aber nicht. Ich denke, das reicht. Und wenn, kann ich später immer noch. Also wie gesagt, so bin ich flexibel, kann die ganz einfach mit einer Hand verstellen und setze dann anschließend die Schrauben einfach wieder fest, da wo sie halt stehen sollten. Jeder kennt das Problem, man bohrt und die Späne fallen hier unten immer unter die Sägeplatte. Die dann mit dem Staubsauger wegzubekommen, ist immer etwas mühselig, so ganz gelingt einem das wirklich nie. Meine Lösung liegt tata in dieser ganz einfachen, simplen Späne-Auffangschublade. Ist auch nicht in Führungsschienen, sondern einfach aus ein bisschen Restholz gebaut, angepasst, passt hier unter die Tischbohrmaschine und die Späne, was nach unten fällt, fällt da halt. Kann ich nur nehmen, auskippen und fertig. Um generell das Problem Staub hier einigermaßen einzuschränken, zumal nach dem Arbeiten, habe ich meinen kleinen Kircher-Staubsauger hier neben der Tischkreissäge positioniert, kann den natürlich auch immer noch woanders hinstellen. Ich habe mir hier so einen kleinen Halter hingemacht, wo ich den Staubsaugerschlauch einfach reinstecken kann, so dass ich den halt immer griffbereit habe. Und wenn ich dann am Bohren bin, sauge ich jetzt halt auch immer ganz schnell die Späne weg, so dass es halt nicht immer alles rumliegt. Würde der Staubsauger irgendwo hinten in der anderen Ecke stehen, kennt jeder, macht man es erst, wenn man vor lauter Späne kaum noch arbeiten kann. Ja, soweit zu der Platzierung oder den Aufbau meiner Tischbohrmaschine. Ja, was habe ich noch gemacht? Den Hängeschranksystem habe ich schon vor mehreren Jahren gebaut. Und unten drunter stand immer ein Schrank, in dem auch da viel Gerümpel dran war. Nun mussten ja irgendwo meine Werkzeugkoffer hin. Ich hatte erst hier unten ein offenes Regal hingemacht, wo die ganzen Werkzeugkoffer drin waren. Das gefiel mir aber nicht. Sodass ich im Nachhinein noch dieses Schiebetürsystem hier eingebaut habe. Die Lamellentüren hatte ich durch Zufall einfach noch da. So, und die kann man beliebig öffnen, sodass hier die ganzen Werkzeugkoffer erstmal unsichtbar und einigermaßen staubgeschützt dran untergebracht sind. Das sind Aufhängungen für Schiebetüren, die ich wirklich recht günstig, ich glaube für knapp 25 € gekauft habe. Ja. Und nun kann ich, so wie ich möchte, Türen öffnen und schließen. Dann kommen hier halt an meine Werkzeugkoffer dran, die man halt auch nicht jeden Tag unbedingt in einem Viertelstundentakt benötigt. Und selbst wenn, sind sie schnell rausgeholt und auch schnell wieder reingepackt. Natürlich kriege ich nicht alles in dieser French-Glied-Werkzeugwand unter. Es gibt immer noch kleine Werkzeugkoffer, irgendwas, was man doch ins Regal legen muss. Deswegen habe ich hier oben einen 30 cm Regal eingebracht, wo immer noch mal, was habe ich denn hier liegen? Hier der Koffer für die Gewindeschneider, Knarrenkästen, meine Box mit den Holzdübeln, Lamellus und so weiter, was man da immer noch mal ablegen kann. Das Regal da drüber, warum die Holzplatte davor ist, da habe ich meine ganzen langen Leisten drin untergebracht und Kabelkanäle.
Die standen bis dato immer in einer Ecke hier von der Werkstatt. Ja, die sind 2,40 Meter lang. Immer flog es um, es staubte voll, es war voll mit Spinnweben. Es nervte einfach. So, die habe ich jetzt alle hier oben in diesem Regal untergebracht. Ich weiß so in etwa, was da ist. Ja, und sie liegen da gut und sicher aufbewahrt. Oh, eins noch. Hier oben, seht ihr das? Diese Säge, wo Frauenpower draufsteht. Also bin ich mega stolz drauf. Die hat mir ein ganz lieber Bekannter gemacht und geschickt. Völlig überraschenderweise, es kam mit mal das Paket an. Ich habe mich tierisch darüber gefreut. Ich fand es richtig, richtig klasse. Ja, dann habe ich da ganz oben nochmal ein Regal. Da sind nochmal, gut, das sind leere Werkzeugkoffer von den Akkuschraubern, weil ich die hier in der French Gliedwand habe. Dann Dinge da oben wie ein Lötkolben, meine Blindennietenzange, brauche ich nicht jeden Tag. Den Elektrohobel, die Handhobel genauso, das sind Dinge, die ich eigentlich seltener brauche. So, wenn, dann nehme ich halt eben die Leiter und hole das da runter. Und das ist dann auch ganz gut so. Man kann nun mal nicht immer alles auf eine Reichweite haben. Ist nun mal so. Die Werkbank, also so wie es geworden ist, war das vorher eigentlich gar nicht mein Plan gewesen. Die ganzen Dinge, so wie sie jetzt sind, haben sich nach und nach eigentlich ergeben, wie das oft so ist. Man merkt das dann erst, wenn man am Arbeiten ist, wie man es am besten machen kann. So ist auch dieser Zwingenwagen entstanden, obwohl ich ihn in einer ähnlichen Art im Bosch-Forum bei jemandem gesehen hatte. Wollte den immer mal nachbauen und habe das jetzt zum Anlass genommen. Weil jeder kennt das Problem, irgendwo liegen die herum und wenn man am Leim ist und man braucht die Zwingen, muss man die erst suchen, der Leim zieht an, man kann gar nicht so schnell die Schraubzwingen herholen, wie man sie braucht. Nun habe ich das Ganze rollbar gemacht. Er ist jetzt auch nicht besonders groß, sollte er auch gar nicht, weil ich wollte einmal nicht zu viel Platz damit nehmen und wenn ich ihn irgendwann mal größer brauche, weil noch mehr Schraubzwingen zukommen, kann ich das immer noch machen. Also es war wirklich nicht viel Arbeit, in einem Tag war der auch fertig. Wie gesagt, erst auf Rollen. Ich kann ihn da einziehen und drehen, wie ich ihn haben will. Habe hier so meine Schraubzwingen auch alle nummeriert. Gut, der eine oder andere mag sagen, Blödsinn, ich hänge die halt irgendwo hin, aber für mich ist das so halt okay. Ich möchte das gern so und habe da mal ganz gerne Ordnung drin. Zusätzlich habe ich die Schraubzwingen oben mit den Größenangaben beschriftet, sodass ich nun doch auch etwas gezielter nach den Schraubzwingen greifen kann. Man muss nicht immer feststellen, wenn ich sie gerade in der Hand habe, oh Mist, passt doch nicht, und kann wieder hinterher rennen, hinter einer größeren Schraubzwinge. Hier sind die, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, ich sage immer Handklammern. Die habe ich hier oben dran gemacht, kleine Schraubzwingen. Hier sind die Spannkeile, wenn man Rahmen verleimen will. Ja, was noch? Oh ja, anfänglich dachte ich, es war dumm. Ich bin angefangen mit den schweren Schraubzwingen oben. Dadurch wurde es natürlich kopflastig. Ich hätte umgekehrt anfangen müssen, die nach unten. Andererseits, im Nachhinein ist es so ganz gut. Hier unten habe ich nämlich meine alten Hantelgewichte, die das Ganze etwas fixieren, und die brauche ich halt oft zum Beschweren. Die sind da ganz praktisch. Das sind 2 10 Kilo, 2 5 Kilo Hantelgewichte. Hier so habe ich noch ein Fach, wo ich Kleinteile drin habe. Zurgurte, Verbindungen. Hier sind Verbindungen, wo ich die Wolfkraft Schraubzwingen aus 2 eine lange machen kann. Ja. Hatte diese Plexiglasplatte noch, kann ich sie damit zumachen. So sieht man, was drin ist, und es ist einigermaßen staubgeschützt. Ja, soweit mein Schraubzwingenwagen.
wo ich darauf verzichtet habe, hier so ist wirklich, ich bin ja ein Fan davon, wenn ich mit Holz arbeite, möglichst nicht mit Metallschrauben zu arbeiten, weil man viel mit Holzdübeln, aber in diesem Fall auch wegen dem Gewicht habe ich es halt geschraubt. Man sieht sie halt auch, habe sie jetzt nicht verdeckt. Gut, es ist kein Wohnzimmermöbel, es ist immer noch eine Werkstatt. Ich muss damit jetzt leben können. Komme ich auch wohl mit klar. Wird mich vielleicht wieder einige Therapiestunden kosten, aber ist halt so. So, braucht ihn nicht, kommt er hier wieder in die Ecke und gut ist. Hier kommen wir nochmal zu meinem selbstgebauten Arbeitstisch für meine Bosch Panel- und Gärungssäge. Ja, gekauft habe ich die zusammen mit diesem Arbeitstisch. Gestört hat mich bei der Säge einfach die kleine Arbeitsfläche, die man hat. Also im Prinzip sieht es so aus. Hat man größere Teile, kippelt das alles. Ja, und so kam ich drauf, mir diesen Arbeitstisch zu bauen. Ihr habt gerade schon gesehen, man kann die Teile rausnehmen. Hier diese Seiten kann ich stufenlos verschieben, je nachdem, wie ich es haben will. Das ist nämlich erforderlich, wenn ich auf Gärungssägen will. So ist es natürlich steif, kann ich nichts machen. So, nun kann ich je nach wie ich es möchte, die Mittelteile rausnehmen. So, ziehe den vor. Und je nachdem, wie weit ich den Winkel einstellen will, verschiebe ich halt einfach die Seitenteile. Und kann sie genauso einfach wieder zurückziehen. Und bin hiermit völlig frei. Ich kann sie in jede beliebige Position, ich kann sie auch ganz einfach rausnehmen, wenn ich sie ganz weg haben will. So sieht es dann aus, wenn sie alle weg sind. So, hinten rausnehmen. Also bei Bedarf kann ich den Tisch auch ganz schnell wieder komplett umbauen, sodass ich... Aber das ist immer ein bisschen stur. Das ist jetzt mir zu stur. Vorführeffekt. Also jetzt kann ich auch immer noch die Seitenteile wieder rausschieben. Kann sie da ganz reinsetzen. Und kann rein. Theoretisch, natürlich ist sie immer noch weiter mobil. Ich löse einfach die 4 Schrauben und kann die Gärungssäge auch wieder woanders hinstellen oder mitnehmen, wenn ich zu anderen Baustellen hin muss. So, die Teile sind schnell wieder eingesetzt. Vorführeffekt, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ach, an die falsche Seite reingesetzt. Das sollte man natürlich nicht tun. Denn diese seitlichen Auflagen haben noch eine ganz tolle weitere Funktion. Die kann man nämlich aufklappen. Tata! Sodass man hier immer noch zusätzlichen Stauraum für etwas hat. Kann da irgendwelche Dinge reinlegen. Das ist genial. Block. Seine Kronjuwelen, seine Goldstätze. Die Liebesbriefe von früher, die die Kinder nicht finden sollen, oder Tagebücher. Naja, nee, ich schätze beiseite. Also hier habe ich einfach nochmal den toten Raum genutzt als zur Unterbringung von irgendwelchen Dingen, wie auch immer man möchte. Kann die halt einfach auf und zuklappen und fertig. Dann habe ich hier unten, setze ich nochmal wieder rein. Das funktioniert übrigens einfach. Ich habe hier 2 Dübel angebracht, Löcher entsprechend gebohrt, ein bisschen angesenkt. Dann werden die da einfach wieder reingesteckt.
Es gibt zusätzlich eine Ablagefläche hier unten. Jeder kennt das. Man hat immer irgendwelche Kleinteile, man kann das hier schnell ablegen. Und hier habe ich nochmal zusätzlich eine Box, wo ich Zollstock, Bleistifte, wie auch immer, hineinlegen kann. Ja, soweit der Arbeitstisch. Oh ja, ich hatte den vorher gebaut, allerdings die Seitenteile genauso zum Stecken wie die Mittelteile. Ich konnte die Seitenteile in 3 Positionen verstellen. Das habe ich aber nach 2 Tagen sofort umgeändert in dieses stufenlose Schiebesystem, weil es unpraktisch war. Also gerade beim Arbeiten, das ging mir nicht schnell genug. Wenn ich das hier auf die Gärung einstellen wollte, ja, dann musste ich das jedes Mal rausnehmen, alle beide die Löcher finden, wo es reingehört. Ja. Irgendwo habe ich so ein Teil auch noch. Wo habe ich es denn noch? Habe ich es irgendwo? Ne, finde ich jetzt gerade nicht. Oder doch? Ja, hier unten unter dem Tisch. Moment. Ne, ja doch. Ich habe hier allerdings jetzt die Holzdübel abgesägt, weil ich das als Erhöhung, als kleine Tritterhöhung nutze. Also das war das vorher gewesen. Hier hatte ich so Einkerbungen drin, weil die hier erforderlich waren. Ja, und die musste ich dann jedes Mal halt rausnehmen, reinsetzen. Habe ich erst gedacht, das toll, war aber nicht. Aber so ist es für mich, ich finde, perfekt. Hat nicht jeder. Hier sehen wir meinen Arbeitstisch, den ich mir für meine Tischkreissäge, die Bosch PTS10, gebaut habe. Auch da hatte ich vorher das Untergestell, was es von Bosch serienmäßig zu kaufen gibt. Das war mir aber irgendwie alles zu wackelig und ja, mir fehlten halt Aufladeflächen. Man kann ja die Seiten rausziehen, aber zu dieser Seite hin, mir war das einfach zu klein. Ja, und so ist halt dieser Arbeitstisch entstanden. Hier hinten kann ich die Absaugung von dem Spänesauger anschließen. Kann noch zusätzlich hier so auch natürlich den Staubsauger noch mit anschließen, sodass ich, gut, es lässt sich nicht ganz vermeiden, dass Holzspäne fliegen und Staub, auch hier nicht, aber es wird zumindest um einiges minimiert. Hier an der Seite sind nochmal Ablageflächen, wo ich halt immer nochmal Leisten, irgendwas, was man in der Hand hat, halt ablegen kann. Von hier vorne, diese Verlängerung, die ich hier dran gebaut habe, kann man in 3 Teilen wegklappen. Ich kann einmal diese hintere Platte nach unten wegklappen, so dass ich dann nur noch diese Größe habe. Dann kann ich aber auch diese, ich habe das alles mit Scharnieren gemacht, auch nach unten wegklappen. Dann habe ich am Ende, brauche ich nur noch so viel Platz, wie halt der Unterbau groß ist. Das alles ist mit Scharnieren gebaut und ist recht schnell zusammengeklappt. Auch hier habe ich wieder eine Box, wo man Stifte, Bleistifte unterbringen kann, noch ein bisschen Kleinkram. An der Seite, ich löse das hier mal eben, habe ich die Möglichkeit, das Winkelteil einzuhängen und schraube das oben einfach fest. Ich füge nachher mal ein paar Bilder davon ein, von meiner Projektbeschreibung zum Bau des Sägetisches für diese Tischkreissäge. Da kann man das dann genau sehen.